Hallo, mein Name ist Bernhard Habicht, Moguntia Food Group Culinary Advisor. Wir widmen uns heute dem Thema Sous Vide. Ich habe hier schon zwei unserer wichtigsten Produktthemen vorbereitet. Einmal Sous Vide gegart mit Marinade oder mit Dekorgewürz und einmal mit Soße. Was bedeutet Sous Vide? Sous Vide heißt im Grunde, kommt aus dem Französischen, aus der klassischen Küche, bedeutet erstmal nur unter Vakuum. Das heißt, verschiedene Produkte, Gerichte werden im Wasserbad oder im Dampf, im Vakuum gegart. Der Vorteil dieser Methode, sie ist sehr schonend. Das Fleisch hat eine sehr schöne Konsistenz. Wir können verschiedene Garstufen damit erreichen und eine gewisse Haltbarkeit. Und es gibt, wie gesagt, keine schonendere Art als diese. Das Thema Sous Vide gibt es ja schon lange, kommt jetzt im Bereich, wo Convenience immer wichtiger wird, wieder zurück. Was benötige ich, um ein Sous Vide-Produkt herzustellen? Ich habe hier einmal ein klassisches Sous Vide-Gerät, ein festes Standgerät und einen mobilen, handelsüblichen Sous Vide-Stick mit einem passenden Wasserbad. Könnte ich jetzt aber auch in einem einfachen Topf herstellen. Wichtig ist, dass diese Geräte alle die Sous Vide benötigte Temperatur über die benötigte Zeit komplett halten. Ich habe hier noch einen Einteiler für das Gerät, wo ich beispielsweise meine Portionen, wie in diesem Fall 1, 2, 3, 4, 5 oder 10, fertigstellen und halten kann. Wenn ich jetzt von einem Industrie-Sous Vide-Produkt spreche, spreche ich natürlich von einem Kombidämpfer, einer Garkammer, einem Autoklaven, in dem ich diese Produkte auch herstellen kann. Auch sehr wichtig natürlich, dass meine handelsüblichen oder extra hergestellten Vakuumbeutel wirklich die Sous Vide-Temperatur aushalten. Denn das geht ja mitunter bis zu 20 Stunden und dafür habe ich eben speziell feste Beutel. Okay, was die Garzeiten beim Sous Vide betrifft, habe ich hier mal völlig unterschiedliche Produkte geholt. Die Garzeiten gehen beispielsweise von einer Karotte mit 30-35 Minuten bis hin zu einem industriell gefertigten Sauerbraten mit Soße 15 bis 20 Stunden. Das heißt, man sieht hier schon die enormen Unterschiede. Kommt natürlich auch auf die Qualität des Fleisches an. Wichtig ist, dass diese Temperatur über die gesamte Garzeit wirklich gehalten wird. Mit unseren Produkten habe ich hier beispielsweise mal diese Karotten, die ich mir sehr schön im Hotelbereich vorstellen kann, mit Aromette Black Pepper eingemariniert. Eine ganze Truthahnbrust mit unserem Zwiebelpfeffer. Hier mit den Soßen ein Steak in unserer Pfeffersoße und hier diesen Sauerbraten in einer Bratensoße. Weitere Gerichte sehr gut eignen sich unsere Perlet-Produkte, Bernays mit Fisch, Paprika mit Hühnchen. Also hier bleibt kein Wunsch offen. Moguntia bietet hier auch eine Gartabelle an und die entsprechenden Produkte. Sprechen Sie uns also dazu bitte an. So, jetzt möchte ich zwei Gerichte herstellen. Ich habe einmal wieder ein Naturfleisch, ein Rindersteak mit unserer Aromette Black Pepper und ein Biersteak, das habe ich mit unserer Biermarinade leicht eingewürzt. Ich persönlich mag das ganz gerne, wenn vorher schon angegrillt wird. Das heißt, wenn ich die Produkte Langzeit gare für den Supermarkt, hat das natürlich schnell schön dieses Grillmuster, was ich im normalen Fleisch natürlich nicht hinbekäme. Ich nehme also meinen Beutel. Wichtig ist, dass ich den Beutel umgeschlagen habe, damit nachher der Rand sauber ist, keine Reste von Marinade oder von Soße mit dran sind und der Beutel sich nicht richtig vakuumieren lässt. So, mein fertiges Steak packe ich also hier rein, schlage den Beutel wieder um. Kann hier in den Vakuumierprozess gehen. Ja, wie man sieht, zieht sich der Beutel zusammen und verschweiße das Ganze. Das ist bei Naturfleisch natürlich kein Problem. Interessant wird es nachher, wenn man mit Soße arbeitet. Hier muss man aufpassen, dass man nicht zu stark vakuumiert oder den Vorgang manuell unterbricht, weil sonst die Soße aus dem Beutel herausgezogen wird. Ja. Ich setze dann immer noch mal eine zweite Schweißnaht, dass es auch wirklich 100% verschlossen ist. So. Die zweite Variante mit unseren Soßen, wir haben ja vorhin schon einige vorgestellt, ist unser Biersteak. Das heißt, einmariniertes Fleisch, kurz angebraten, ebenfalls in den Beutel. So, hier gebe ich pro Stück ungefähr 100 Milliliter unserer
Röstzwiebelsaft, den habe ich bereits vorbereitet. Kann man einfach auch nur anrühren, denn im Garprozess, nachher im Wasserbad, löst er sich auf. Gieße ich also an und gebe hier von unseren Röstzwiebeln nochmal etwas dazu und Speck, denn wir haben ja einen Speckbierbraten. So, das Ganze schlage ich wieder um. So, dass der Rand sauber ist, gebe ich auch wieder in mein Vakuumiergerät und vakuumiere das Ganze ein. Hier sieht man, wie er die Luft rauszieht. Da muss man aufpassen, dass die Soße nicht nach oben weggezogen wird. Stoppe ich und verschweiße. Auch hier wieder eine zweite Naht. So. Jetzt kommt mein Fleisch in das Wasserbad. Ich habe also dieselbe Temperatur, aber 2 Zeiten eingestellt, sodass das Steak natürlich schneller fertig ist. Und ich lasse es jetzt so garen. So, unser Steak habe ich jetzt auf 60 Grad, circa 1 Stunde gegart. Entnehme ich also. Und ganz wichtig, wenn ich es aufheben möchte für den Weiterverkauf, gleich in kaltem Wasser abkühlen oder industriell natürlich herunterchillen, damit die Ware sofort, der Garprozess gestoppt ist und ich den Garpunkt, den ich erreicht habe, halten kann. So, unsere Biersteaks, Nackensteaks sind nun auch fertig. Ja. Also die möchte ich direkt anrichten. So, wenn es gekauft würde, könnte auch der Endverbraucher das Fleisch direkt aus der Tüte anrichten. Schneide ich meine Tüte auf. Kann ich also meine Steaks komplett verzehrfertig entnehmen. Und meine Soße wirklich gleich darüber geben. Das riecht schon herrlich nach Bier. Hierzu jetzt Semmelknödel, Salat, was auch immer man möchte. In diesem Bereich haben wir unendlich viele Ideen in unseren Produkten und Soßen entwickelt und freuen uns wirklich, wenn Sie uns darauf ansprechen.